Es war eine ruhige, kühle Nacht im Ramadan, als Ahmed aufstand. Die Welt um ihn herum schlief, doch in seinem Herzen tobte ein Sturm. Seit Wochen lag seine Mutter schwer krank im Bett. Die Ärzte hatten wenig Hoffnung, und ihre Worte klangen jedes Mal düsterer. Ahmed hatte alles versucht: Medikamente, Behandlungen, ärztliche Ratschläge. Doch nichts schien zu helfen. Mit jedem vergangenen Tag spürte er die Angst in sich wachsen. Er konnte sich ein Leben ohne seine Mutter nicht vorstellen. Aber tief in seinem Inneren klammerte er sich an den Glauben, dass Allah ihm eine Tür öffnen würde, selbst wenn er noch nicht wusste, welche. Jede Nacht, nach dem Tarawih-Gebet, zog er sich in sein Zimmer zurück. Dort, in der Stille der Dunkelheit, legte er seine Stirn auf den Boden und flehte mit zitternder Stimme: Ja Allah, du bist der Einzige, der helfen kann. Ich habe keine Macht, aber du hast sie. Bitte, heile meine Mutter, doch Tag für Tag schien nichts zu geschehen. Sein Glaube wurde auf die Probe gestellt. Zweifel schlichen sich in seinen Verstand. Hatte Allah ihn gehört? War sein Gebet nicht aufrichtig genug? Vielleicht war dies eine Prüfung, aber was, wenn er sie nicht bestehen konnte? Trotz allem gab er nicht auf. Er erinnerte sich an die Worte des Propheten, dass das letzte Drittel der Nacht die Zeit sei, in der Allah am nächsten zu seinen Dienern ist. Also stand er in der tiefsten Dunkelheit auf, wusch sich, betete 2 Rakat und hob seine Hände. Diesmal flossen die Tränen unaufhaltsam, als er mit all seiner Kraft bat. Plötzlich spürte er eine innere Ruhe, die er nicht erklären konnte. Als ob eine schwere Last von seiner Brust genommen worden wäre. Sein Herz schlug langsamer, sein Atem wurde ruhig. Er wusste nicht warum, aber er fühlte sich sicher. Am nächsten Morgen betrat er das Zimmer seiner Mutter und blieb wie versteinert stehen. Sie lag nicht mehr regungslos da. Ihre Augen waren offen, ihr Blick klar. Zum ersten Mal seit Wochen hob sie die Hand und winkte ihm zu. Ahmeds Herz schlug schneller. Mama, flüsterte er ungläubig. Sie lächelte ihn an. Ich fühle mich besser, mein Sohn, Tränen stiegen ihm in die Augen. Er konnte es nicht glauben. Nur Stunden zuvor hatte er noch in völliger Verzweiflung gebetet und nun saß seine Mutter aufrecht im Bett, als wäre eine unsichtbare Kraft in sie zurückgekehrt. Die Ärzte waren ratlos. Sie konnten sich die plötzliche Verbesserung ihres Zustands nicht erklären. Doch Ahmed wusste es. Es war keine medizinische Erklärung nötig. Sein Gebet war erhört worden. Diese Erfahrung veränderte ihn tiefgreifend. Nicht nur sein Glaube wurde stärker, sondern auch sein Vertrauen in die Barmherzigkeit Allahs. Er verstand nun, dass wahre Geduld und aufrichtiges Bittgebet Türen öffnen können, die für den Verstand unsichtbar bleiben. Die Geschichte verbreitete sich schnell in seiner Gemeinde. Menschen hörten davon und erzählten eigene Erlebnisse, in denen ihre Gebete auf wundersame Weise erhört wurden. Es war eine Erinnerung für alle, dass der Ramadan nicht nur eine Zeit des Fastens ist, sondern eine Zeit, in der die Verbindung zu Allah besonders stark ist. Hast du selbst einmal eine Erfahrung gemacht, in der ein Gebet auf eine besondere Weise erhört wurde? Warst du in einer Situation, in der du nur noch auf Allah vertrauen konntest und dann eine unerwartete Antwort erhalten hast? Teile deine Geschichte mit uns, wir sind gespannt, davon zu hören. Es war eine ruhige, kühle Nacht im Ramadan, als Ahmed aufstand.
Die Welt um ihn herum schlief, doch in seinem Herzen tobte ein Sturm. Seit Wochen lag seine Mutter schwer krank im Bett. Die Ärzte hatten wenig Hoffnung, und ihre Worte klangen jedes Mal düsterer. Ahmed hatte alles versucht: Medikamente, Behandlungen, ärztliche Ratschläge. Doch nichts schien zu helfen. Mit jedem vergangenen Tag spürte er die Angst in sich wachsen. Er konnte sich ein Leben ohne seine Mutter nicht vorstellen. Aber tief in seinem Inneren klammerte er sich an den Glauben, dass Allah ihm eine Tür öffnen würde, selbst wenn er noch nicht wusste, welche. Jede Nacht, nach dem Tarawih-Gebet, zog er sich in sein Zimmer zurück. Dort, in der Stille der Dunkelheit, legte er seine Stirn auf den Boden und flehte mit zitternder Stimme: Ja Allah, du bist der Einzige, der helfen kann. Ich habe keine Macht, aber du hast sie. Bitte, heile meine Mutter, doch Tag für Tag schien nichts zu geschehen. Sein Glaube wurde auf die Probe gestellt. Zweifel schlichen sich in seinen Verstand. Hatte Allah ihn gehört? War sein Gebet nicht aufrichtig genug? Vielleicht war dies eine Prüfung, aber was, wenn er sie nicht bestehen konnte? Trotz allem gab er nicht auf. Er erinnerte sich an die Worte des Propheten, dass das letzte Drittel der Nacht die Zeit sei, in der Allah am nächsten zu seinen Dienern ist. Also stand er in der tiefsten Dunkelheit auf, wusch sich, betete 2 Rakat und hob seine Hände. Diesmal flossen die Tränen unaufhaltsam, als er mit all seiner Kraft bat. Plötzlich spürte er eine innere Ruhe, die er nicht erklären konnte. Als ob eine schwere Last von seiner Brust genommen worden wäre. Sein Herz schlug langsamer, sein Atem wurde ruhig. Er wusste nicht warum, aber er fühlte sich sicher. Am nächsten Morgen betrat er das Zimmer seiner Mutter und blieb wie versteinert stehen. Sie lag nicht mehr regungslos da. Ihre Augen waren offen, ihr Blick klar. Zum ersten Mal seit Wochen hob sie die Hand und winkte ihm zu. Ahmeds Herz schlug schneller. Mama, flüsterte er ungläubig. Sie lächelte ihn an. Ich fühle mich besser, mein Sohn, Tränen stiegen ihm in die Augen. Er konnte es nicht glauben. Nur Stunden zuvor hatte er noch in völliger Verzweiflung gebetet und nun saß seine Mutter aufrecht im Bett, als wäre eine unsichtbare Kraft in sie zurückgekehrt. Die Ärzte waren ratlos. Sie konnten sich die plötzliche Verbesserung ihres Zustands nicht erklären. Doch Ahmed wusste es. Es war keine medizinische Erklärung nötig. Sein Gebet war erhört worden. Diese Erfahrung veränderte ihn tiefgreifend. Nicht nur sein Glaube wurde stärker, sondern auch sein Vertrauen in die Barmherzigkeit Allahs. Er verstand nun, dass wahre Geduld und aufrichtiges Bittgebet Türen öffnen können, die für den Verstand unsichtbar bleiben. Die Geschichte verbreitete sich schnell in seiner Gemeinde. Menschen hörten davon und erzählten eigene Erlebnisse, in denen ihre Gebete auf wundersame Weise erhört wurden. Es war eine Erinnerung für alle, dass der Ramadan nicht nur eine Zeit des Fastens ist, sondern eine Zeit, in der die Verbindung zu Allah besonders stark ist. Hast du selbst einmal eine Erfahrung gemacht, in der ein Gebet auf eine besondere Weise erhört wurde? Warst du in einer Situation, in der du nur noch auf Allah vertrauen konntest und dann eine unerwartete Antwort erhalten hast? Teile deine Geschichte mit uns, wir sind gespannt, davon zu hören.